Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute zeige ich euch an diesem Skoda Octavia aus Baujahr 2024 die neue Online-SFD-Freischaltung in VCDS. Zuerst einmal, was ist eigentlich SFD? Der Schutz der Fahrzeugdiagnose wurde Ende 2019 mit dem VW Golf 8 in 2 Stufen eingeführt. Die erste Stufe kann man mit den Login-Codes oder Zugriffsberechtigungen vergleichen. Das heißt, nachdem man ein Steuergerät per SFD freigeschaltet hat, lassen sich erweiterte Funktionen wie Codierungen oder Anpassungen ganz normal durchführen, sofern diese vom Fahrzeug unterstützt werden. Die zweite Stufe baut auf der ersten Stufe auf und erweitert diese, um Steuergeräte auch vor Manipulationen zu schützen. Das Ganze ist aufgrund von EU-Richtlinien entstanden und ist quasi bei allen neuen Fahrzeugmodellen ab 2024 vorhanden. Man kann auch diese Steuergeräte per SFD freischalten, allerdings kann man danach meist nur servicerelevante Arbeiten wie zum Beispiel einen Bremsenwechsel oder eine DPF-Regeneration durchführen. Es gibt 2 einfache Methoden, mit denen ich feststellen kann, ob es sich um ein SFD oder SFD2-Fahrzeug handelt. Bei der ersten Methode gehe ich in VCDS rein und mache einen Autoscan und anhand von dem Autoscan sehe ich dann in den verschiedenen Steuergeräten hinter der VC-ID das Kürzel SFD, SFD2 oder sogar SFD2-R. Dieses -R bedeutet, dass zusätzlich noch ein Diagnosefilter aktiv ist. Das ist quasi sowas wie die Motorhaube, die man auch bei der Diagnose öffnen sollte, quasi als Hardware-Schutz. Hier gibt es das mittlerweile als Software-Schutz. Bei der zweiten Methode müssen wir zuerst auch einen Autoscan erstellen. Den können wir dann online zu unserem SFD-Checker-Tool hochladen und das Tool listet uns dann ganz genau Steuergerät für Steuergerät auf, ob es geschützt ist, welchen Schutz das es drauf hat und ob zum Beispiel auch noch ein Diagnosefilter aktiv ist. Den Link zum SFD-Checker gibt es unten in der Videobeschreibung. Damit ich die Online-SFD-Freischaltung in VCDS nutzen kann, muss ich diese zuerst einmalig einrichten. Hierzu gehen wir auf unsere Webseite, das ist www.vcds.pro. Dort klicken wir auf den Button SFD und können direkt mit der Einrichtung starten. Auf der Seite wird mir in 4 Schritten erklärt, wie ich die SFD-Online-Freischaltung einrichten kann. Schritt 1 ist ganz wichtig, man braucht natürlich ein originales HEX-V2 oder HEXNet-Diagnosesystem. Und dieses muss auf mich persönlich registriert sein. Sollte es auf eine Firma registriert sein oder auf einen anderen User, dann muss man es auf jeden Fall zuerst umregistrieren, bevor man hier mit den nächsten Schritten fortfahren kann. Schritt 2, ich brauche eine aktuelle VCDS Softwareversion. Wir hier im Moment nehmen die VCDS Beta 26.4. Im dritten Schritt muss ich mir einen SFD Service Account anlegen. Der Service-Account muss auf eine natürliche Person laufen. Das heißt, um diesen zu erstellen, muss ich ein Ausweisdokument hochladen. Es muss gültig sein und sollte im besten Fall die Adresse beinhalten, die auch auf meiner VCDS-Registrierung ist. Wenn der VCDS-Service-Account erfolgreich registriert wurde, das dauert meistens so zwischen 1 und 3 Werktagen, dann kann ich zu guter Letzt ein SFD-Passwort festlegen. Dieses Passwort, das benötige ich immer dann, wenn ich an einem neuen Fahrzeug eine SFD-Freischaltung durchführen will. Damit ich die Online-SFD-Freischaltung in VCDS nutzen kann, muss ich zuerst eine SFD-Sitzung eröffnen. Hierzu ist es ganz wichtig, jetzt in der Beta-Version zumindest, dass das Interface, das ich verwende, per USB mit dem Diagnoselaptop verbunden ist und auch mit dem Fahrzeug. Wir verwenden hier aktuell eine OBD2-Verlängerung für unser Schulungsauto, damit wir hier einfach arbeiten können. Ich gehe also jetzt in VCDS in die Anwendungen und klicke auf SFD Session starten. Hier muss ich jetzt mein zuvor festgelegtes SFD-Passwort eintragen und kann dann auf Start SFD Session klicken. Jetzt werden die Daten mit dem Online-Server abgeglichen und danach kann ich die SFD-Freischaltungen durchführen. Eine SFD-Sitzung ist immer für 30 Minuten aktiv und muss nach Ablauf der Zeit oder zum Beispiel, wenn ich einen Fahrzeugwechsel durchführe oder wenn das Interface hier keinen Strom mehr hat, dann muss ich mich wieder neu in der Sitzung anmelden. Aber maximal gilt die Sitzung für 30 Minuten. Die Sitzung wurde jetzt erfolgreich hergestellt. In unserem Fall jetzt hier mit dem HEXNet
kann ich das jetzt per USB trennen und per WLAN verwenden. An diesem Auto führen wir jetzt hier einen Bremsenwechsel durch. Es handelt sich noch um ein SFD1 Auto. Das heißt, in diesem Fall gehe ich jetzt in die Steuergeräteauswahl, wähle das Steuergerät 03 Bremsenelektronik aus und kann jetzt hier über den Button SFD und durch Klick auf Online-Freischaltung den SFD-Schutz aufheben. Es wird mir jetzt hier durchs Steuergerät bestätigt. Man sieht hier auch, dass das Steuergerät jetzt für knapp 90 Minuten geöffnet ist. Sollte für einen Bremsenwechsel eigentlich ausreichen. Ich gehe jetzt zurück, kann nun in die Grundeinstellungen gehen und den Bremsbelag-Wechselmodus starten. An diesem Fahrzeug hier demonstrieren wir jetzt einen Bremsenwechsel. Es ist ein SFD2-Fahrzeug, das heißt, ich muss, um überhaupt mit allen anderen Steuergeräten kommunizieren zu können, als allererstes das Diagnose-Gateway öffnen, also das Steuergerät 19. Ich wähle das hier über die Steuergeräteauswahl in VCDS aus und klicke anschließend auf den Button SFD. Hier kann ich jetzt über den Button Online Unlock die SFD-Freischaltung durchführen. Das Steuergerät bestätigt mir das jetzt hier auch und zeigt an, dass das Steuergerät für knapp 90 Minuten geöffnet ist. Da es sich hier jetzt um ein neueres SFD2-Fahrzeug handelt, muss ich zusätzlich noch in die Anpassungskanäle reingehen und hier auf den Button Filter deaktivieren klicken. Dann ist der Diagnosefilter geöffnet und ich kann mit den anderen Steuergeräten kommunizieren. Bei allen Steuergeräten, die ich per SFD geöffnet habe, wird mir im Fehlerspeicher ein Fehlereintrag angezeigt. Der verschwindet wieder, sobald ich das Steuergerät wieder geschlossen habe. Wenn ich also mit meinen Servicearbeiten fertig bin, kann ich aus den Steuergeräten rausgehen und im VCDS Hauptmenü auf den Button Anwendungen klicken. Hier gibt es jetzt einen Button SFD Steuergeräte zurücksetzen oder schließen. Wenn ich auf den Button draufklicke, werden automatisch über VCDS alle Steuergeräte, die ich vorher geöffnet hatte, wieder geschlossen. Euer Feedback zur neuen SFD Online-Freischaltung in VCDS würde uns sehr interessieren. Wir haben für euch extra einen neuen Forenbereich in unserem VCDS-Forum erstellt, in dem ihr euer Feedback posten könnt. Zum Forum gelangt ihr entweder hier über diesen QR-Code oder mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.